Toja Engel darf ich ganz herzlich begrüßen auf der Bühne. Gerne zu mir kommen. Mikro gibt es hier oben. Wasser nochmal schnell stärken und dann geht es los mit einem Vortrag zur Open-Source-Lösung, worüber uns wir sehr freuen, denn es ist nicht immer so, dass man teuer einkaufen muss. Manchmal gibt es auch Möglichkeiten, das ein bisschen klüger zu machen, gerade wenn der Geldbeutel in einer Kommune oder einer Stadt wie in Norderstedt manchmal auch ein bisschen knapp ist. Aber Norderstedt hat die beste Glasfaserversorgung. Wenn man ganz schnell Internet haben möchte, das kriegt man ganz schnell dort. Vielleicht ist dadurch auch viel Geld in der Kasse, damit man Open-Source-Lösungen noch mehr einkaufen kann. Herzlich willkommen. Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen? Ja, jetzt. Ja, ich bin Toja Engel von der Stabsstelle Nachhaltiges Norderstedt und möchte Ihnen ganz gerne Einblicke geben in unser EU-Forschungsprojekt Climate Forecast. Genau, Norderstedt, falls Sie es nicht kennen, liegt im Norden von Hamburg. Es ist eine mittelgroße Kommune mit 84.000 Einwohnern. Genau, einmal ein Überblick über die Klimaziele Norderstedts, also orientiert sich auch am landespolitischen Ziel, bis 2040 treibhausgasneutral zu werden. Und die Stadt hat da entsprechende Haushaltsziele, hier exemplarisch einmal für den Sektor stationäre Energie auch hinterlegt, nur exemplarisch einige eingeblendet, wie der Transformationspfad bis 2040 aussehen soll. Und das geschieht natürlich auch nicht ohne große Anstrengung oder auch ganz reibungslos, sondern Norderstedt hat wie viele andere Kommunen auch mit diversen Herausforderungen zu kämpfen. Zu diesen gehören unter anderem einmal natürlich die knappen Kassen. Also der Haushalt verbessert sich nicht unbedingt, die Haushaltssituation. Zudem ist Klimaschutz eine freiwillige Leistung der Kommunen und erhält dadurch ganz schnell auch immer wieder geringere Priorität bei Finanzentscheidungen. Dann kann es auch immer wieder passieren, dass der akute Handlungsdruck so groß ist, dass der langfristige Nutzen von Klimaschutzmaßnahmen immer wieder in den Hintergrund gedrängt wird. Und es gibt natürlich auch immer wieder die verbreitete Annahme, dass klimafreundliches Handeln durchweg mit mehr Kosten verbunden ist und der Benefit davon gar nicht so schnell gesehen oder vermittelt werden kann. Und genau in dieser Situation oder vor diesem Hintergrund setzt das Forschungsprojekt Climate Forecast an, indem es die Grundidee verfolgt, den wirtschaftlichen und den finanziellen Nutzen von Klimaschutzmaßnahmen sichtbar zu machen und auch mit entsprechenden Visualisierungen kommunikativ vermitteln zu können. Das Projekt ist von der EU finanziert und läuft noch bis Oktober nächsten Jahres. Das heißt, wir sehen hier heute Work in Progress, das heißt einen Zwischenstand, noch kein fertiges Ergebnis, sondern einfach einen Zwischenstand von einem Software-Tool. Das ist der Gegenstand des Projektes, dass wir ein kostenfreies Software-Tool entwickeln, mit dem wir dann die Effekte und Kosten von Klimamaßnahmen gerne visualisieren möchten. Ziel ist es, dass wir Kommunen befähigen wollen, mit dem Software-Tool die Klimabelange in die politischen Entscheidungen besser integrieren zu können und dass mit den Visualisierungen die Entscheidungen halt auch pro Klimaschutzmaßnahmen getroffen werden können oder auch vor allen Dingen strategisch getroffen werden können. Norderstedt ist eine von 6 Partnerkommunen in dem Projekt, die im Co-Development mit dem Softwareanbieter Causal dieses Tool entwickeln. Grundidee des Tools ist es, also auch welcher Mehrwert steht dahinter. Der geht einmal in 2 Richtungen oder 2 Aspekte. Einmal, dass man die Treibhausgasemissionen visualisieren kann, im Sinne von retrospektiv, dass man auch eine Art Monitoring machen kann damit und sagen kann, okay, haben wir jetzt unsere Ziele erreicht oder noch nicht? Was fehlt denn? Wie groß ist das Delta, um das Ziel zu erreichen und welche Maßnahmen können uns dabei helfen? Und der zweite Punkt ist dann natürlich auch zu sagen, okay, welche Maßnahmen sind denn effektiv? Mit welchen Maßnahmen kommen wir denn voran, um das Ziel zu erreichen? Das heißt, wir können mit dem Tool auch valide Prognosen anstellen, um die THG-Einsparung sichtbar zu machen. Das heißt, wir können dann auch die Hebelwirkung von anstehenden zukünftigen Maßnahmen einmal visualisieren. Das ist einmal die Seite der Treibhausgasemissionen, die wir mit dem Tool abbilden können. Die zweite Seite, wie ich ja eingangs schon sagte, es geht ja auch darum, die finanziellen Vorteile sichtbar zu machen. Und hier haben wir die Möglichkeit, auch die Verbindung zwischen der Treibhausgasreduktion mit den möglichen Kosteneinsparungen zu kombinieren.
Das heißt, wir können an dem Tool halt ablesen, wann hat sich eine Klimaschutzmaßnahme rentabilisiert oder amortisiert, wann komme ich sozusagen auch meine Investitionskosten wieder heraus, und wir können auch die Kostenwirksamkeit, also wie viel kostet es, mit dieser Maßnahme eine Tonne CO2 einzusparen, oder auch die Kosten-Nutzen-Analyse. Das heißt auch, welche finanziellen Mehrwert sozusagen nach der Amortisationsphase habe ich von dieser Maßnahme nachher raus. Können wir auch diese Aspekte mit dem Tool für Maßnahmen und Sektoren sichtbar machen. Genau. Wie ich schon sagte, es ist ein reines Visualisierungstool, mit dem wir auch sozusagen valide Prognosen anstellen können. Es soll die Argumentationshilfe bieten, etwaige Mehrkosten halt bei klimafreundlichen Aspekten sozusagen mit den Visualisierungen unterstützen zu können. Und damit sozusagen auch die Prozesse von Budgetplanung oder strategischen Richtungsentscheidungen in Fachabteilungen, Ämtern und politischen Gremien supporten. Am Schluss des Projektes, also Ende nächsten Jahres, steht es an, dass das Tool dann kostenfrei online zur Verfügung gestellt werden soll. Und im Vergleich zu den bisherigen schon auf dem Markt befindlichen Tools ist es hier der Fall, dass die Daten auch bei den Kommunen bleiben. Das heißt, man hat hier kein Abosystem, sondern die Idee ist wirklich, dass die Kommunen die Datenhoheit behalten. Genau. Um das Tool nutzen zu können, ist es wichtig, einen Referenzrahmen zu setzen. Das heißt, eine Art Baseline, an der wir den Fortschritt dann messen wollen. Das heißt, man setzt sich ein Jahr. Wir haben 2020 als Ausgangsjahr gesetzt und gesagt, okay, von dort aus projizieren wir in die Zukunft. Das ist unser Ausgangsjahr. Für dieses Jahr haben wir unsere Treibhausgasbilanz in das Tool eingespielt, um dann zu gucken, wie entwickeln sich dann die Emissionen und wie groß ist dann auch der Effekt von den Beispielmaßnahmen, die wir mal eingespielt haben. Genau. Man muss nicht unbedingt eine Treibhausgasbilanz einsetzen. Wir haben sie jetzt hier nach dem internationalen Greenhouse-Gas-Protokoll einmal aufgestellt für das Tool, sondern man kann auch eine BISCO-Bilanz, eine normale CO2-Bilanz nutzen. Unterschied ist dann nur, man hat natürlich weniger Informationen zu den einzelnen Sektoren. Das Greenhouse-Gas-Protokoll ergänzt die BISCO-Bilanz um die Sektoren Abfall und industrielle Prozesse und Landnutzung. Und dementsprechend hat man dann hier auch deutlich detailliertere Informationen nachher aus dem Tool heraus. Was auch wichtig zu sehen ist, das habe ich hier nochmal eingeblendet, Sie sehen die große Grafik der Treibhausgasbilanz in Norderstedt, einmal nach Sektoren gegliedert als Entwurf, ist keine finale Fassung. Und rechts die kleine Grafik einmal für die Kommunalverwaltung. Weshalb ist das hier einfach so mal dargestellt? Wir wollen damit illustrieren, dass zwar die Emissionen der Stadtverwaltung nur 1% der gesamtstädtischen Treibhausgase ausmachen, aber dass die Investitionen, die dort nötig sind, um weiter sozusagen energetische Sanierung voranzutreiben oder auch den Pfad der Klimaneutralität weiter zu verfolgen, das sind absolut die kostspieligsten Investitionen für die Kommune. Das heißt, hier ist auch sozusagen der Nutzen innerhalb der Kommunalverwaltung, wo können wir am besten Geld einsparen, absolut gegeben. Und somit sind wir ja auch in Norderstedt unterwegs in verschiedenen Fachabteilungen und versuchen ein bisschen Beratung für die einzelnen Fachabteilungen durchzuführen. Kommen wir einmal zur Tool-Demonstration bzw. Einblick in das Tool. Hier sehen Sie einen Ausschnitt von der Startseite. Wir haben hier oben einmal die verschiedenen Reiter zu sehen. Einmal der Ausschnitt Gesamtstadt, dann gibt es den Ausschnitt für die Stadtverwaltung, die Maßnahmen, die wir nochmal einblenden gleich, und den Kosten-Nutzen-Button. Auf der Startseite sehen Sie hier ganz groß einmal den Verlauf, den Transformationspfad sozusagen. Die Zahlen 2020 bis 2023 sind sozusagen die gesicherten Zahlen, von denen wir einfach auch die richtigen, also validen Ergebnisse haben. Ab 24 lagen uns noch nicht alle Zahlen vor. Das heißt, da beginnt sozusagen ab 24 schon die Prognose, deshalb auch einmal hinterlegt, schattiert. Unten sehen Sie dann mal ganz
klein hier nochmal eingeblendet die verschiedenen Sektoren, in denen wir die Zahlen nochmal hinterlegt haben, sodass wir auch Einzelergebnisse pro Sektor abrufen können. Einmal für die stationäre Energie, für den Verkehr, für die Landnutzung, Abfall und industrielle Prozesse wird noch ergänzt. Genau, das heißt, hier hat man die Gesamtübersicht und sieht dann, wie ändert sich der Transformationspfad, wenn wir welche Maßnahmen einpflegen. Und wir sehen hier, exemplarisch haben wir Maßnahmen eingepflegt und der Pfad geht noch nicht gen 0 bis 2040. Wir haben die Möglichkeit, oben auch das Startjahr zu wählen oder auch sozusagen das Zieljahr 2040 oder 2045, je nachdem, welches Zieljahr dann priorisiert wird. Genau, der Pfad für die Stadtverwaltung ist ähnlich aufgebaut, deshalb habe ich den einmal übersprungen und hier sehen wir einmal einen Ausschnitt aus dem Tool im Bereich der Maßnahmen. Sie sehen ganz links außen einmal die verschiedenen Sektoren, auf die man sozusagen die Maßnahmen einspielen kann und in der Mitte dann den Titel der Maßnahme. Dann sehen Sie daneben diese kleinen Kästchen mit den Häkchen, das heißt, wir können hier dann rumspielen und gucken, wir setzen Maßnahmen ein, wir lassen sie raus, wir aktivieren sie, wir gucken, wie sich der Pfad entwickelt, welchen Impact die Maßnahmen haben und in welcher Kombination sich der Transformationspfad für uns nachher am besten darstellt. Genau, daneben sehen Sie dann im Prinzip die Gesamtauswirkung bis 2040 und dann die Auswirkungen, also im Prinzip dann pro Jahr die Tonne CO2, die eingespart wird, sowie die Nettokosten für die Gesamtlaufzeit und auch die Kosteneffizienz einmal. Also was kostet es uns, die Tonne CO2 einzusparen? Dabei muss man sagen, Negativwerte sind ein positives Ergebnis. Das heißt, hier haben wir dann absolut eine Maßnahmenamortisation und einen hohen Kosten-Nutzen-Vorteil. So, schauen wir einmal direkt in den Kosten-Nutzen-Bereich rein. Hier einmal die Übersicht für die einzelnen Sektoren. Das heißt, wir haben hier eine Darstellung, wo wir sagen, das Zusammenspiel der Maßnahmen in den ausgewählten Sektoren, beispielsweise hier einmal stationäre Energie und Landnutzung dargestellt haben. Das heißt, wir sehen hier auf dieser Grafik, dass wir ungefähr in dem Zusammenspiel der hier eingespielten Maßnahmen im Jahr 2030 mit unserer Linie hier die Nulllinie kreuzen. Das heißt, da hatten wir dann eine Maßnahmenamortisation erreicht und würden dann ab 2030 immer mehr wirtschaftliche Vorteile aus der Maßnahme noch herausziehen. Dann haben wir die Möglichkeit auch pro Sektor uns den Kosten-Nutzen-Übersicht einmal anzeigen zu lassen. Und hier ist es einmal für den Bereich der Stadtverwaltung, im Bereich stationäre Energie einmal eingezeichnet. Und da haben wir dann eine Unterscheidung zwischen den Investitionsausgaben und den Betriebskosten. Das heißt, wir haben zwar schon mit der Umsetzung der Maßnahme eine Betriebskosteneinsparung. Aber wann ist die Betriebskosteneinsparung so groß, dass sich die Investitionen auch amortisiert haben? Genau, das ist einmal hier mit abgebildet. Und dann haben wir natürlich nochmal eine Grafik, wo wir Einzelmaßnahmen gegeneinander sozusagen abwägen können, mit einer Cost-Benefit-Analyse sozusagen reingezoomt in die Einzelmaßnahmen. Genau. Was wären mögliche Anwendungsbereiche? Wie sind wir in Norderstedt da vorgegangen? Einmal haben wir natürlich mit den einzelnen Fachämtern gesprochen und geguckt, wo wir am besten mal so Testläufe und den größten Mehrwert für einzelne Abteilungen mit dem Tool erproben können und darstellen können und sind hier an die Schnittstelle gegangen zum Amt für Gebäudewirtschaft und setzen das Tool als Schnittstelle zwischen den Belangen der Nachhaltigkeit, der Gebäudewirtschaft und der Kämmerei ein. Das heißt, in der Praxis könnte es so aussehen, dass das Tool oder die Visualisierung aus dem Tool für das Reporting im Energiemanagement genutzt werden können. Monitoring der Haushaltsziele zum Beispiel oder Abbilden auch des Deltas. Wie groß ist das noch? Was können wir dann an Maßnahmen dazu durchführen? Wir können auch das Treibhausgaseinsparpotenzial im Gebäudebestand von Einzelgebäuden oder auch von Maßnahmen zur energetischen Sanierung visualisieren und damit sozusagen einen Support geben beim Aufstellen von Sanierungsfahrplänen zum Beispiel. Wir können die Kostenwirksamkeit und den Kosten-Nutzen energetischer Sanierung auch ganz klar modellieren und zeigen, okay, wenn wir über den gesetzlichen Standard an Sanierungsmaßnahmen gehen,
Dann können wir die Mehrkosten dafür auch mit dem Tool sozusagen verargumentieren und sichtbar machen. Gebäudewirtschaft ist ein Anwendungsbereich. Man kann natürlich auch im Bereich Natur und Landschaft gehen, beispielsweise im Bereich Moorschutz oder Maßnahmen zur Renaturierung von Mooren, um da auch mit den Visualisierungen Support zu geben und entsprechende Argumentationshilfe für die Finanzentscheidungen zu liefern. Soweit einmal der Stand. Ich bedanke mich recht herzlich. Danke. Vielen herzlichen Dank, Frau Engel. Bleiben Sie noch einen kleinen Moment bei uns. Jetzt gibt es ja auch Maßnahmen, die grundsätzlich wichtig sind für solche Prozesse. Ich denke da zum Beispiel an Bildungsmaßnahmen, die ja nicht unbedingt sofort konvertiert werden können in eine CO2-Reduktion. Wie geht man damit um? Ja, also gerade die ganzen weichen Maßnahmen wie Bildungsmaßnahmen, wir haben auch einen sehr großen Bereich BNE, also Bildung für nachhaltige Entwicklung bei uns in der Stabsstelle. Die sind gar nicht zu unterschätzen, denn die können auch sehr schnell Schneeballeffekte auslösen und die sind nicht immer quantifizierbar. Und das ist auch in diesem Fall mit unserem Tool gar nicht, sage ich mal, der richtige Fokus, weil wenn wir schauen, was kostet es uns, eine Kampagne zu machen oder Bildungsmaßnahmen durchzuführen, die sind im Vergleich, sagen wir mal, zu all den Maßnahmen der energetischen Sanierung, die im Gebäudesektor gemacht werden müssen, fallen die überhaupt nicht ins Gewicht. Und das heißt, da soll man auch überhaupt nicht gegeneinander abwägen, sondern dieses Tool ist auch mehr dafür geeignet, wirklich die großen Brocken im Finanzbereich sozusagen nochmal anzupacken und da ganz gezielt zu leiten. Aber daran schließt auch schon eine Frage aus dem Publikum an. Das heißt, es gibt nicht weitere Parameter, zum Beispiel zur Bewertung von Maßnahmen, die auch schon eingepflegt worden sind oder eingepflegt werden sollen? Doch, natürlich. Da sind wir noch auf dem Weg. Das ist uns auch ganz bewusst, denn wenn wir sozusagen diesen Zwischenstand jetzt der Politik präsentieren und sagen, schauen Sie mal, wir kommen ja gar nicht auf Null im 2040, dann hat man die ja verschreckt und denkt so, ach Gott, das ist ja eine Aufgabe, die kriegen wir ja nie hin. Aber wir stehen ja gar nicht alleine da. Also, sondern wir haben ja die große Chance im Prinzip, dass ja der Bund auch ganz viele neue Gesetze erlässt und es auch allgemein gesellschaftliche Trends gibt, die wir berücksichtigen müssen. Beispielsweise sind auch unsere Stadtwerke sehr innovativ und auf dem Weg, komplett die Fernwärme wie auch den Strom zu dekarbonisieren. Und das haben wir in der Maßnahmenübersicht ganz kurz unter dem Bereich Trends auch schon mal eingeblendet gesehen. Das haben wir einmal modelliert und gesagt, okay, was für einen Effekt hat denn das, wenn die Stadtwerke jetzt wirklich es schaffen, bis 2040 alles komplett zu dekarbonisieren? Was für einen Effekt hat das denn dann? Und solche parallel laufenden Entwicklungen müssen wir natürlich mit berücksichtigen im Tool und arbeiten gerade daran, auch weitere Trends und Entwicklungen mit reinzunehmen in das Tool, sozusagen, um ein möglichst breites Bild zu erfassen und nicht nur zu sagen, wir gucken nur unsere Einzelmaßnahme an und sind enttäuscht, dass wir dann noch gar nicht so den Impact haben, den wir nachher haben wollen. Genau. Dann fragt jemand, auf welcher Datengrundlage die Abschätzung für die Einsparung entstanden ist. Also ist das aus einer bundesweiten Entwicklung oder wie haben Sie das quantifiziert? Genau, also die Beispiele, die wir hier gesehen haben, das sind erstmal Maßnahmen, die abgeschlossen sind, bei denen wir genau wussten, wie groß die Einsparung gewesen ist, und auch Maßnahmen, die laufen, bei denen wir auch ganz valide Daten einfach von den Energieberatern bekommen haben etc. und genau wissen, okay, da ist eine fachliche Berechnung dahinter und das sind valide Zahlen, mit denen wir erstmal arbeiten können. Die Idee ist aber natürlich, dass wir vor den Finanzentscheidungen und das heißt auch bevor wir die konkreten Zahlen bekommen, mit dem Tool ansetzen wollen. Und da sind wir gerade in Verhandlungen, haben so ein Testpaket zusammengestellt mit dem Amt für Gebäudewirtschaft, um zu gucken, okay, welche Vorhaben sind jetzt in der Leistungsphase 0, das heißt also in der Vorplanung, in der Machbarkeit sozusagen. Und da lassen wir uns jetzt gerade einmal auch aus dem Bereich Energiemanagement so Abschätzungen berechnen, was denn das heißt, in welcher Variante man welche Energieeinsparung und welche Kosteneinsparung erwarten könnte, sodass wir mit diesen Abschätzungen dann diese Berechnungen machen können. Ist das Ganze auf andere Sektoren übertragbar? Genau, also ich habe mich heute erstmal auf den Sektor der stationären Energie und den Bereich Gebäude konzentriert. Wir sind auch im Bereich Landnutzung unterwegs, wie gesagt, und der absolut große Brocken auch mit dem Verkehr, der steht noch an. Da arbeiten wir noch gerade an Maßnahmen und das ist natürlich auch total wichtig für die Kommune zu wissen, welches Einsparpotenzial da noch
ja, zu holen ist. Und dann, Sie hatten es schon angedeutet, kam so ein bisschen die Frage, ist das, ab wann ist das für andere Kommunen, Verwaltungen nutzbar? Wie lange dauert das aufzusetzen? Können das auch Unternehmen nutzen? Viele Fragen zur Weitervernutzung. Soll es eine große Einnahmequelle für Norderstedt werden? Alle anderen Kommunen in Deutschland zahlen das, oder? Nein, wie ich ja schon sagte, es ist ein EU-gefördertes Projekt und dadurch, dass hier ja staatliche Gelder einfach in dieses Projekt und diese Softwareentwicklung reingehen, muss es natürlich kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Wir streben es an, oder so ist es auch im Projekt angelegt, dass wir mit dem Ende nächsten Jahres das Tool soweit fertig haben, dass es im Prinzip dann auch öffentlich gemacht werden kann und andere Kommunen darauf zugreifen können und es nutzen können. Und soweit haben wir auch noch einen strammen Zeitplan vor uns. Es gibt Menschen, die begeistern sich ja für Projektmanagement und haben dann eben einen Titel für so ein Projekt und dann einen Haken dahinter. Aber dahinter stehen ja viele Teilprojekte, an denen ja manchmal auch einzelne Bereiche beteiligt sind, die gar nicht direkt im Hause sind bei Ihnen, sondern vielleicht auch bei externen Partnern oder städtischen Gesellschaften. Haben die darauf Zugriff? Frage, gibt es hinter diesem Button sozusagen auch die Möglichkeit, kleinere Projekte dahinter zu hängen, um es aufzusplitten, um dann sozusagen über die Teilprojekte nachher zu diesem ganz großen Haken zu kommen, um das abzusegnen? Genau, das hatte ich ja mit der Kosten-Nutzen-Analyse einmal schon gezeigt, dass wir hier auch reinzoomen können in das Tool. Das heißt, wir können uns einmal die Ergebnisse in der Gesamtschau angucken, wir können uns die Ergebnisse pro Sektor anschauen und wir können uns die Ergebnisse auch pro Maßnahme anschauen. Das heißt, da ist man wirklich ziemlich frei, sozusagen noch weitere Details zu hinterlegen und mehr in die Tiefe zu gehen und nachher auch wieder zu bündeln. Wir sind da ziemlich frei. Sagt Toja Engel, vielen herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.